und wie wir in unserer selbst digitalisierten Lok die LED-Lichter weiß und rot einbauen, das zeige ich euch heute. Nachdem wir im ersten Teil unsere BTTB-Lok schon digitalisiert haben, bauen wir heute rote und gelbe Lichter ein. Natürlich alles auf LED-Basis. Für diejenigen, die die Digitalisierung verpasst haben, blende ich oben nochmal den Link ein. Und zwar, wir hatten unsere Lok digitalisiert, alles getestet und geprüft und haben halt noch 2 Drähte über, die wir jetzt für unser gelbes und rotes Licht benutzen wollen. Was brauchen wir dazu? Als allererstes habe ich mir mal so einen LED-Umrüstsatz besorgt. Also hier bin ich immer sehr zufrieden mit dem Herrn Körner. Ich blende euch mal den Link unten in der Videobeschreibung ein. Wie gesagt, da kriegt man dann halt eine sehr gute Beschreibung und gleich alle Bauteile, die man halt benötigt, halt zugeliefert. Muss ich halt wirklich keine Sorgen machen, dass da nichts passt, weil das ist wirklich, muss man sagen, tippitoppi. Zusätzlich benötigen wir noch Sekundenkleber, schwarze Farbe, kleine Flachpfeile, kleine Metallsäge, kleine Flachzange, Cuttermesser, Lötkolben mit einer feinen Spitze, Pinzette und bei den Bohrern wäre 1,2, 1,5, 2 und 2,5 vonnöten. So, nun gibt es ja 2 verschiedene Arten von den alten BTTB-Loks, und zwar die einen, die hatten schon mal ein Licht drin und die anderen, die hatten früher noch gar kein Licht drin. Ich nehme heute die schon mal ein Licht mit drin hatte, weil die zusätzlichen Arbeiten, die lassen sich dann halt doch etwas besser erklären. So, als erstes nehmen wir mal alles aus dem Gehäuse raus. Das heißt, wenn Gewichte drin wären, werden die rausgenommen und wir entfernen diese Blechumläufe. Je nach Zustand der Lok ist es vielleicht auch notwendig, dass ihr die vorher rausdrücken müsst, die Lichtimitation. Dazu nehmt ihr die Spitzzange und vorne beim Laufsteg anfassen und dann leicht nach oben herausziehen. Dann bitte diese Blechumläufe, die da drin sind, mit einem Cuttermesser entfernen. So, dann die Löcher für die Hauptscheinwerfer. Wie gesagt, je nach Modell, also werden die mit 1,5 vorgebohrt und mit 2 mm aufgebohrt. Für die anderen, für die Rücklichter und das dritte Spitzenlicht nehmen wir einen 1,2 mm Bohrer. So sieht das Ganze natürlich dann aus. Wie gesagt, es empfiehlt sich, einen Handbohrer zu nehmen oder, also ich habe es jetzt in einer Ständerbohrmaschine mir das richtig schön einspannen können. Da geht es natürlich auch. So, jetzt entgraten wir die Hauptscheinwerfer nochmal und die Rückscheinwerfer und das dritte Spitzenlicht. Das müssen wir dann von innen jeweils aufbohren. Einmal mit einem 2 mm, also wie ein Entgratungskegel rein, und dann nochmal mit 2,5. Aber vorsichtig sein, also ihr dürft halt nicht durchbohren, sondern es sollte halt nur ein richtiger Entgratungskegel entstehen. So, dann kleben wir mit etwas Sekundenkleber das dritte Spitzenlicht ein. Und die Litzen zeigen dann Richtung Hauptscheinwerfer. So, dann kleben wir die roten LED ein und die werden dann in Reihe geschalten und miteinander verlötet. Das Tolle bei diesem Set, wie gesagt, ich finde es halt wirklich super, weil man kann es halt auch für analog und für digital benutzen.
Wenn ihr es verlötet, dann achtet bitte auch darauf, eine feine Lötspitze zu benutzen und die Löttemperatur sollte nicht mehr als 260 Grad betragen. Dann müsst ihr die LEDs noch farbig, also am besten mit Schwarz anmalen, damit sie halt bei den weißen nicht mit durchscheinen. Dann werden die weißen LED eingeklebt. Die sind auch farblich mit so einem roten Streifen markiert. Und jeweils die längere Seite, die muss dann immer nach außen zeigen. Dann verbinden wir von dem Spitzenlicht die zwei schwarzen Drähte mit den jeweiligen mittleren Anschlüssen von unseren weißen LEDs. Dann kommt noch die Masserückleitung hinzu. Und wir verbinden dann nun von unserem Decoder, sind ja zwei Anschlüsse über. Das ist einmal F1 und F2, glaube ich. Da verbinden wir jeweils dann auf das rote und auf das weiße Licht. So, in meinem Fall ist jetzt das weiße Kabel für die weißen Lampen und das gelbe Kabel ist für die roten Lampen. So, dann haben wir noch unsere Gewichte, die müssen wir natürlich vorne ein bisschen kürzen. Könnt ihr abfeilen, absägen oder je nachdem. So, die Gewichte sind nur vorne gekürzt und ich habe sie an den Seiten nochmal leicht abgeschrägt. Da können wir dann unsere kleinen Leitungen verlegen. Damit sich kein Kurzschluss bildet, habe ich unsere Gewichte vorne noch mit Klebeband verklebt. So sieht das Ganze dann nun fertig verkabelt aus. So, und zum Schluss haben wir dann noch die Umläufe, die Blechumläufe. Da müssen wir dann dieses obere Teil abtrennen, weil das passt natürlich jetzt nicht mehr rein, und dann verkleben wir das. Also ich schneide es jetzt erstmal ab. So, das ist jetzt abgetrennt. Wie gesagt, denn die richtige Seite mit den Roster, das muss natürlich nach unten. Ein paar Tropfen Sekundenkleber drauf und dann kleben wir das einfach fest. So, alles draufgeklebt, beide Seiten, und nun können wir mal die Lok zusammenbauen und testen. So, mittlerweile haben wir unsere Lok zusammengebaut. Ich habe es jetzt mal auf dem Testgleis gestellt. Auf der Multimaus habe ich die Lokadresse 3, wie im letzten Video. Ich zeige euch nochmal den Link, wie man diese Lok digitalisiert. Und wir betätigen dann unser Licht. Licht geht an, nach vorwärts in weiß, nach rückwärts in rot. Wunderbar. Jawohl, fährt. Dann wechseln wir, die Lok wechselt hinten auf rot und vorne auf weiß. Wie gesagt, als Kategorie 2 Modell, das vielleicht ab und zu mal fahren sollte, ist das eigentlich völlig ausreichend. Natürlich, wenn ihr Loks habt, die dauernd im Betrieb sind, dann würde ich euch das nicht empfehlen. Aber wie gesagt, es ist eine tolle Sache. Man kann seine alten Schätze trotzdem noch behalten und auch ein bisschen rumfahren lassen. Und ja, viel Spaß!